Ja, soll ich wieder Aufnahme drücken zur Sicherheit? Hab ich schon. Tatsache. Okay, kann losgehen. Ja? Wollen wir Na los, mach mal er. über ein Thema reden, von dem wir uns einbilden, dass wir Ahnung haben? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir haben ja keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Feldpost-Kanal. Wieder beim Herrn Funke. Zusammen werden wir uns jetzt mal mit dem Thema beschäftigen, wo ich auch was dazu sagen kann. Jedenfalls im Ansatz. Und zwar haben wir uns jetzt überlegt, wir besprechen einfach mal die Uniformen der deutschen Armee kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Allerdings, so wie ihr heute seht, alle Aussagen und Angaben zur Gänze ohne Gewehr. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ein Video über das Gewehr 98 gemacht, das verlinke ich euch unten nochmal. Und da seht ihr dann das Gewehr in ganzer Pracht. Genau, Funki. Willst du kurz was über die 96er erzählen? Ja, kann ich machen, wenn du das willst. Ich möchte das. Gut. Infanterieregiment 96, stationiert in Naumburg und in Gera, quasi in der Region. Ja, haben im Westen und im Osten gekämpft. Überall, wo es gebrannt hat, waren sie dabei. Hohe Verluste und durften dann 1918 wieder nach Gera in ihre Garnison einrücken. Und ja, viele Mütter haben geweint. Ja, also es war aber ein preußisches Regiment. Es war ein Thüringer Regiment. Ja, und die 4. Kompanie hat das, war quasi in Gera gewesen. Ja, Und das ist auch die Kompanie Trottel da. genau. 4. Kompanie. Ne? Richtig, weil es gab ja auch zum Beispiel Erfurt, ist ja auch Genau, Thüringen, ja. war aber preußische Enklave. Das ist richtig, ja. Was dann dazu geführt hat, dass dann, obwohl Thüringen damals ja zum Königreich Sachsen gehört hat, Ja. größtenteils, viele Regimenter dennoch preußisch eingekleidet wurden. Ja. Weil das, wie gesagt, preußische Enklaven waren. Das war dann so ein ganz wilder Flickenteppich, was die Zugehörigkeiten angab. Ne, es gab ja auch noch Schwarzburg-Sondershausen, Genau. das war ja auch, Schwarzburg-Rudolstadt, das war dann weder Sachsen noch Preußen, sondern das war Genau. was Eigenes, aber das geht ein bisschen zu tief rein. Ich würde sagen, wir fangen bei der Uniform oben an mit der Pickelhaube. Das ist hier nämlich sehr interessant. Wie schon angesprochen, wir befinden uns vor dem Ersten Weltkrieg. Da sehen wir noch auf dem Helmüberzug die Regimentsnummer, die 96. Die sind ja dann im Ersten Weltkrieg relativ schnell verschwunden. Genau. Und sonst, ja, Lederhelm mit Spitze, wie gehabt, ganz normal. Pickelhaube, da nehmen wir den Bezug jetzt nicht runter. Da haben wir auch ein extra Video zu gemacht, da wird das alles nochmal erklärt. Genau. Wie gesagt, hier in dem Fall ist dann halt auch das preußische und nicht das sächsische Zirat Genau. angebracht. Richtig, was ja noch ganz interessant ist, ist die Uniform. Wir haben hier nämlich nicht den Rock nach Landsturmschnitt Modell 1913, den Peter und ich immer tragen, sondern wir sind ja vor dem Jahr 1913, so ungefähr 1910. Und da trägt der liebe Herr Funke den Uniformrock mit Klappkragen Modell 1907. Der wurde nämlich eingeführt direkt nach der blauen Uniform Genau. und war nochmal ein bisschen anders. Der hatte innen noch ein Zugband zur Taillierung, damit der Soldat auch schneidig aussieht. Und das ist ganz interessant, dass man das mal so zeigen kann. Wir werden irgendwann mal noch beide Röcke vergleichen. Ja. Ne, weil ich warte gerade noch auf eine Bestellung. Da kommt dann auch noch mal ein Feldrock nach Landsturmschnitt und den, jetzt komme ich selber durcheinander, und den Rock Modell 1907 mit Klappkragen. Genau, ne? Den habe ich schon zu Hause und dann machen wir dann noch mal einen genauen Vergleich. Genau. Ja, Genau. Hose, feldgraue Hose. Feldgraue Hose, das ist nämlich auch wichtig, weil wie ihr seht, ich trage eine steingraue Hose, aber meine Uniformierung oder beziehungsweise die Kleidung, die ich hier trage, ist dann schon eher im Zeitraum 1917 anzusiedeln. Da wurde dann umuniformiert. Und da die 96er waren ein stehendes Regiment, gerade die 4. Kompanie, die wurden ja dann wahrscheinlich auch bei der Mobilwachung dann mit weiteren Kompanien aufgestockt, Genau. sodass sie dann zum Schluss auf die entsprechende Anzahl kamen. Auf 12 Kompanien plus 13. MG-Kompanie höchstwahrscheinlich. Ja, genau so ist es. Und die neu aufgestellten haben dann die steingraue Hose bekommen zu Kriegsbeginn. Und die alten, also heißt die stehenden Kompanien in diesen stehenden Regimentern, hatten noch die feldgraue Hose. Genau. Wollen wir mal noch was zu den Schulterklappen sagen? Das ist nämlich auch interessant. Ja, möchtest du das machen? Ja.
Also es ist quasi, sind die Vorkriegsschulterklappen noch mit der Farbe fürs Armeekorps und nicht der Waffengattung. Die sind noch breiter. Quasi, hier sieht man es im Vergleich. Genau. Ja. Machen wir nachher einen Close-Up. Genau, machen wir nachher, genau. Und ja, und dann 1915 kam ja dann diese hier, die du drauf hast. Richtig, das sind dann die, also die kamen sogar schon, 1915 ist richtig, wurden die dann schmaler. Genau, und was ja auch noch interessant ist, hier ist auch noch ein Kompanieknopf bei den Schulterklappen mit dabei. Der ist dann später auch, also schon im Beginn des Ersten Weltkriegs in Wegfall gefallen, weil die Uniformen nicht mehr kompanieweise hergestellt werden konnten. Die hat man dann wirklich gesagt, alles klar, jede Kompanie sollte auch jede Uniform tragen können. Und da hat man dann diese Kompanieknöpfe, die ja eher traditionsbedacht waren, weggelassen. Genau. Stiefel, wie gewohnt, ist der Marschstiefel Modell 1866. Hier natürlich noch in Loga mit Marschriemen. Auch sehr interessant, weil diese Marschriemen waren ja dazu da, dass der Stiefel nicht vom Fuß fällt oder beim Marschieren nicht scheuert. Weil diese Schuhe waren damals ergonomisch alles andere als bequem. Ja. Wir jetzt heutzutage, oder jedenfalls ich in meinem Fall, ich habe einen, der ist mir auch den Fuß geschneidert. Ich habe das Problem nicht. Aber die Soldaten, die damals halt die Stiefel wirklich aus dem Depot ausgegeben bekommen haben, mussten dann im Zweifel auch damit leben, dass sie zu groß oder zu klein waren. Dafür gab es dann halt die Marschriemen. Ne? Richtig. Genau. So, was haben wir noch? Ausrüstung? Ja, willst du die Ausrüstung erklären? Ja. Und ich springe einfach mit wieder völlig überflüssigen Nerd-Details mit rein. Genau. Koppel, braun, locker, Messingkoppelschloss, Patronentaschen, braun. Dann haben wir an der Seite das Seitengewehr 98, das lange schmale. Ja, das können wir ja zum Beispiel mal zeigen. Ja, zeig's mal aus. Ja. Das ist noch das Vorgängermodell vor dem Seitengewehr 9805. Genau. Alter Art und neuer Art, da gab es diverse über die Seitengewehre. Machen wir dann irgendwann noch mal extra Videos. Das ist nämlich ein Fass ohne Boden, wenn wir das jetzt aufmachen. Aber ein sehr schönes Sammelgebiet. Ja, ja. Genau. Genau. Dann haben wir Beilbicke dran. Genau, aber du bist doch gar kein Pionier. Nein, bin ich nicht. Ich hacke aber gerne Holz. Nee, das ist quasi ein Werkzeug. Und es gab Beilbicken in der Kompanie, es gab Spaten in der Kompanie, kurze Spaten. Kurze Spaten mit dem frühen Leder halt noch. Genau. Und dann haben wir hier, das ist auch das frühe Lederfutteral mit diesen einen Trage, mit dem einzelnen, mit der einen Trageschlaufe. Ja, hat also nichts mit Pionier zu tun. Richtig, die Pioniere hatten dann das große Schanzwerkzeug. Das große Schanzwerkzeug Modell 1896, das dann 1897 eingeführt wurde. Das sind immer noch mal so Sachen, also wie gesagt, mit den Beipicken und den Spaten und Beile, da gab es auch explizit noch Beile, die wurden dann wirklich in der Kompanie unter den Soldaten aufgeteilt, sodass es wirklich, dass alle Werkzeuge verfügbar waren, damit man schanzen kann, damit man Feuerholz machen kann, damit man alles an Arbeiten erledigen kann, wozu man Spaten, Schippe, Äxte braucht. Genau. Haben wir auf der anderen Seite haben wir Brotbeutel, Feldflasche. Ja. Genau, hier, wie gesagt, klar, wir befinden uns vor dem Krieg. Da war die Feldflasche noch aus Aluminium mit dem schraubbaren Deckel. Das hat sich ja im Laufe des Krieges auch noch mal geändert. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch einfach so. Genau, und dann habe ich den Brotbeutelriemen einfach als Trageriemen um den Hals gelegt, um die schweren Patronen tragen zu können. Ja, also um das Tragekomfort allgemein zu vereinfachen. Sowas wie eine Koppeltragehilfe wie bei der Wehrmacht gab es noch nicht. Oder beziehungsweise gab es schon, aber nur für Kavallerie oder Berittene allgemein, also alle, die auf dem Pferdchen saßen, kam dann erst später. Also wurde wirklich dann für die neuen Infanterietaktiken, also die Stoßtruppentaktiken, da wurden dann auch diese Kavallerie-Tragegestelle an Infanteristen ausgegeben, damit die sich besser bewegen können. Genau. Ich habe überlegt, ob wir die Patronentaschen noch mal zeigen, weil es schöne Originale sind. Aber dann musst du den Leuten ja wieder erklären, dass das ja späte, nicht geschwärzte Patronentaschen sind und nicht die frühen. Ja, genau, stimmt. Na, und dann wird es wieder kompliziert. Ja, dann erklärt man jeden Knopf und jeden Stempel. Jetzt erkläre ich es trotzdem. Ich lasse es auch im Video, damit das habt ihr jetzt davon. Es ist halt eben einfach so, der liebe Funky hat ja Patronentaschen
Die sind einmal 1915 und einmal 1916 hergestellt, wurden aber nie geschwärzt. Was ja ab 1915 Schwarzfärbebefehl gängig war. Genau. Hier müsste man jetzt dazu sagen, sie eignen sich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht für eine frühe Darstellung, da sie keine Messingknöpfe haben. Ja. Dadurch, dass sie halt wirklich 1915, sprich 1916 hergestellt wurden, haben die vernickelte Stahlknöpfe, Stahlblechknöpfe. Auch spitz zulaufend, nicht mehr rund. Das waren so die Veränderungen, die da damals kamen. Korrekterweise wären Messing-D-Ringe und Messingknöpfe gewesen. Aber Was hat will man man machen? oder hat man nicht. Genau. Wir haben es nicht anders, Gerade, deswegen ja. Haben muss wir's das so. jetzt dafür herhalten. Genau. Generell ist eine sehr, sehr schöne Darstellung, wird auch selten gemacht oder wird falsch dargestellt. Gerade die Sache mit der feldgrauen Hose. Da die feldgraue Hose, wie gesagt, das ist immer wieder so ein Thema, je nachdem, da muss man sich sehr doll miteinander auseinandersetzen, welches Regiment man darstellt, welches, ich sag jetzt mal, Bundesland man darstellt. Aber da ist wirklich die 96er, gerade die 4. Kompanie, wirklich ein stehendes Regiment war vor dem Krieg, also was nicht mobilisiert und nicht neu aufgestellt werden musste, Genau. hatten die noch bis in den Krieg hinein diese feldgraue Bis sie Hose. verschlissen waren. Ne? Richtig. Und das ist ein sehr, sehr schönes Detail. Gut. Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen den Leuten noch mal kurz zu erklären, was der Unterschied zwischen einem stehenden Regiment bzw. zwischen stehenden Regimentern und Bataillonen ist, beziehungsweise Kompanien. Das ist ja das Wichtige, nicht Bataillon, das war was anderes. Ein stehendes Regiment, also was schon vor dem Kriegsfall besteht, sind in der Regel sowas Ähnliches wie Berufssoldaten oder halt Wehrpflichtige, die sich gerade im Dienst befinden. Genau. Die Wehrpflicht damals ging 2 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist nicht mehr so wie mit jetzt heutzutage 3 Monate Grundausbildung, dann bist du fertig. Das war früher wirklich 2 Jahre Wehrpflicht. Und diese Soldaten, die sich in der Wehrpflicht befanden oder Berufssoldaten waren, das sind auch die wirklich am 2. August direkt verladen wurden in Züge und dann sind die sofort an die Front gefahren. Während andere Regimenter oder beziehungsweise innerhalb der Regimenter andere Kompanien erst aufgestellt werden mussten. Das heißt, die wurden trainiert, Genau. die wurden eingekleidet, die wurden gedrillt, die haben dann auch nur eine kürzere Grundausbildung bekommen. Genau. Aber dennoch, und die haben auch eher neuere Uniformteile bekommen. Also was damals halt gängig war. Die hatten dann den Feldrock nach Landsturmschnitt, die hatten die steingraue Hose, hatten vielleicht hier und da, also was heißt hier und da, die hatten dann auch schon das neue Spatenleder. Genau. Und die wurden dann ausgestattet, ausgebildet und die sind dann hinterhergerückt. Genauso wie Reserveregimenter. Genau. Wobei man jetzt hier sagen muss, Reserveregimenter wurden ja überwiegend mit dem Krempel ausgestattet, Was über war. der da war. Ja. Ja. Genau. Das fand ich sehr interessant. Da habt ihr jetzt gesehen, der liebe Funky macht auch eine Erste Weltkriegsdarstellung, ist auch zu sehen mit uns zur Medingschanze, wenn die stattfindet. Genau. Sollte ja eigentlich. Und da könnt ihr dann alle vorbeikommen und den Funky anfassen, ohne zu fragen. Und, Kommt drauf an, wo. genau. Aber da könnt ihr euch solche Darstellungen auch mal in Natura anschauen. Also solche oder so ähnliche. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Uniform du anziehst. Die späte Uniform Was ich ist soll. ja auch immer wieder gern gesehen. Dann hoffe ich, euch hat mal diese kurze Präsentation über die frühe Uniformierung des Ersten Weltkrieges gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt wieder irgendwas Nettes in die Kommentare. Und auch hier wieder Funky. Danke, dass du da warst, bei dir zu Hause. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.